Deutsche, Österreicher und Schweizer zieht es aus den unterschiedlichsten Gründen ins Ausland, aber die günstigen Lebenshaltungskosten sind oft ein wichtiger Motivator. Doreen und Sarah zum Beispiel arbeiten in Spanien nur noch 20 Stunden pro Woche, nachdem sie Köln 2018 verlassen haben. Das dabei Verdiente reicht ihnen locker zum Leben in Spanien aus. Alex zog 2022 mit seiner Familie von Wien nach Mukaishima Island in Japan, wo die Miete für ein Haus mit 5 Zimmern nur 400 € beträgt. Die Schriftstellerin Christina fand in Belize einen Neuanfang, wo sie ihr eigenes Haus für einen Bruchteil dessen bauen konnte, was es in der Schweiz gekostet hätte. Deutsche, Österreicher und Schweizer können im Ausland vielfach von Wohnraum profitieren, dessen Kauf oder Miete im Vergleich zum deutschsprachigen Raum viel günstiger ist. Auch Telearbeiter flüchten und werden digitale Nomaden, während sie an idyllischen Orten wie Santa Maria in Kolumbien oder Malpaz in Costa Rica leben. Das ist besonders aufgrund der relativen Stärke des Euros und natürlich der Stärke des Franken interessant. In diesem Video haben wir nun eine Liste mit 20 Städten zusammengestellt, in denen Menschen im Vergleich zu den deutschsprachigen Ländern viel günstiger leben können. Wir nutzen dabei Daten von Numbeo, einer Vergleichswebseite, die Crowdsourcing-Daten zu den Lebenshaltungskosten in Großstädten auf der ganzen Welt bereitstellt. In vielen der hier vorgestellten Städte kannst du tatsächlich mit nur 1.000 € im Monat leben und zwar ziemlich gut leben, aber nicht in allen. Numbeo ermittelt den Durchschnitt der vom Benutzer übermittelten Ausgaben, einschließlich der geschätzten monatlichen Kosten für eine einzelne Person oder eine vierköpfige Familie und der monatlichen Miete einer 2-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum. Außerdem werden die typischen Preise für einen Kaffee, ein Essen zu zweit und eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio berechnet. Während die Methodik von Numbeo darauf beruht, dass Benutzer auf der ganzen Welt ihre Lebenshaltungskosten genau eingeben, ist sie ein nützliches Werkzeug für städteübergreifende Vergleiche. Wenn du dir selbst Numbeo einmal anschaust, wir packen den Link hier rein und dort zu der Liste mit den günstigsten Städten gehst, kommst du natürlich zu dem Schluss, dass in den günstigsten Städten in Numbeo wahrscheinlich niemand leben will. Ich glaube, die günstigste Stadt an sich ist Karachi in Pakistan. Also wer möchte dort realistischerweise leben? Daher muss man eben genau ein Research machen und dann tatsächlich eben nur attraktive Städte raussuchen. Das haben wir hier versucht zu tun. Es sind ganz sicherlich nicht die billigsten Städte, die in Numbeo zu finden sind. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass du dort tatsächlich leben willst. Viele der Orte, die wir hier vorstellen, sind hinsichtlich der Lebensqualität top. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass niedrigere Lebenshaltungskosten manchmal auf Kosten anderer städtischer Merkmale wie Sicherheit, Gesundheitsversorgung und Umweltverschmutzung gehen. Ganz klar, das muss dir natürlich bewusst sein. Was wir ja auch nicht berücksichtigt haben, sind logistische Aspekte wie Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitsvisum und so weiter und so fort. Wir gehen allerdings kurz auf die steuerliche Situation in allen diesen Städten bzw. Ländern ein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die meisten Städte auf dieser Liste kenne ich nur vom Hörensagen und war da selbst noch nicht. Es würde mich daher sehr freuen, wenn du hier deine Meinung und deine Erfahrung teilen könntest. Wenn du Erfahrung hast, wenn du zum Beispiel in einer der Städte lebst oder dort gelebt hast, würde mich freuen. Pack einen Kommentar hier unter das Video. Das hilft allen anderen auch sehr extrem, die sich vielleicht überlegen, in einer dieser Städte umzuziehen. Eben, unser Team hat mir diese Liste hier sehr kompetent zusammengestellt, aber persönlich empfehlen kann ich dir nicht unbedingt jede Stadt, die jetzt hier aufgeführt ist. Die Städte im Übrigen haben wir in alphabetischer Reihenfolge gelistet. Es ist also definitiv kein Ranking. Jetzt haben wir viel geredet, kommen wir jetzt tatsächlich zur Liste. Stadt Nummer 1 ist Accra in Ghana. Accra ist die Hauptstadt Ghanas und die größte Stadt des Landes. Die Küstenstadt hat viele Strände und eine lange Geschichte mit noch erhaltenen Gebäuden aus dem 17. Jahrhundert. Bevölkerung 6 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für eine 2-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum 600 €, monatliche Kosten für eine einzelne Person 500 €. Ganz wichtig, dieser Betrag enthält nicht die Miete und diese Angabe ist bei allen Städten in diesem Video ohne die Wohnung zu verstehen. Monatliche Kosten für eine vierköpfige Familie 1.800 €. Hier gilt das Gleiche, exklusive Wohnung. Kosten für ein Cappuccino 2 €. Kosten für ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen 40 €, monatliche Kosten für ein Fitnessstudio 33 €. Expat Lauren aus Accra meint, die enorme herzliche Gastfreundschaft der Ghana, der einladende Geist der Stadt. Ich war schnell in den Bann gezogen und werde immer wirklich dankbar sein für all die tollen Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe.
Nicht so toll, hoher Verkehr und schlechte Straßen sind zwei Nachteile des Lebens in Accra. Steuerliche Situation unattraktiv. Der nächste Ort auf unserer Liste ist Asunción in Paraguay. Asunción ist die Hauptstadt und größte Stadt von Paraguay. Sie liegt am östlichen Ufer des Rio Paraguay in der Nähe der Mündung des Rio Pilcomayo. Bevölkerung 1,6 Millionen. Durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmerwohnungen 440 Euro. Monatliche Kosten einzelne Person 480 Euro. Monatliche Kosten vierköpfige Familie 1700 Euro. Kosten für ein Cappuccino 2 Euro. Kosten für 3-Gänge-Menü für 2 Personen 25 Euro. Fitnessstudio 30 Euro. Expat Chris meint, Asunción ist eine große lateinamerikanische Stadt, die so lateinamerikanisch ist, dass sie praktisch überall in Südamerika sein könnte. Die Immobilienpreise sind zivilisiert und die Bauqualität ist anständig. Soweit Chris. Nicht so toll. Ein großes Problem für die Bewohner von Asunción sind die hohen Temperaturen und die Luftverschmutzung in der Stadt. Slums sind durch eine hohe Armuts- und Arbeitslosenquote gekennzeichnet. Häufig treten auch soziale Probleme wie Kriminalität, Drogenmissbrauch und Alkoholismus auf. Liegt eigentlich auf der Hand. Steuerliche Situation ist natürlich sehr attraktiv. Dort gilt Territorialprinzip, Auslandseinkünfte steuerfrei. Kommen wir als nächstes zu Baku in Aserbaidschan. Baku ist die Hauptstadt und größte Stadt Aserbaidschans. Sie liegt am westlichen Ufer des Kaspischen Meeres und der Halbinsel Absheron. Baku trägt den Spitznamen Stadt der Winde und ist bekannt für seine brutalen Winde und wunderschönen Gebäude. Bevölkerung 2,4 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmerwohnungen 420 Euro, monatliche Kosten Einzelperson 550 Euro, vierköpfige Familie 2000 Euro, Kosten für ein Cappuccino 3,50 Euro, Kosten für 3-Gänge-Menü für 2 Personen 35 Euro, monatliche Kosten für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 40 Euro. Expat Petra in Baku meint, Ratschlag für Baku, rechne damit, für fast alles mehr zu bezahlen als einheimische Aserbaidschaner. Korruption ist weit verbreitet. Nicht so toll in Baku. Laut Expat Arrivals ist das Gesundheitssystem in Baku im Vergleich zu anderen Ländern immer noch unterentwickelt. Steuerliche Situation uninteressant. Die nächste Stadt. Bari ist eine Hafenstadt an der Adria und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der süditalienischen Region Apulien. Einwohnerzahl 320.000, Miete für 2-Zimmerwohnungen 815 Euro, Kosten für einzelne Personen 870 Euro, Kosten für vierköpfige Familie 3.000 Euro. Kosten für ein Cappuccino 1,70 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 55 Euro, Gym 40 Euro. Expat Andreas meint, ich wohne ganz in der Nähe des Wassers und der wunderschönen Altstadt mit prächtigen Kirchen und einem Schloss. Es gibt viele Parks in der Umgebung und die ganze Stadt ist sehr lebendig und freundlich. Nicht so toll. Die Qualität der Wohnungen und Häuser ist aufgrund des Alters Bari, das ja bis auf 180 vor Christus zurückreicht, möglicherweise nicht so modern wie in anderen Städten, liegt auf der Hand. Steuerliche Situation, dort gibt es verschiedene steuerliche Sonderstatus in Italien, die sind zum Teil attraktiv. Es gibt den Rückkehrerstatus, da zahlst du auf 50% der Einkünfte keine Steuern. Es gibt auch eine Pauschalbesteuerung und ein Rentnermodell mit 7% Steuern. Wir kommen zu Buenos Aires in Argentinien. Buenos Aires ist die Hauptstadt Argentiniens und die bevölkerungsreichste Stadt Argentiniens. Bevölkerung eben 16 Millionen. Durchschnittliche Monatsmiete 2-Zimmerwohnung 440 Euro. Monatliche Kosten für eine Einzelperson 430 Euro. Monatliche Kosten für eine vierköpfige Familie 1600 Euro. Cappuccino 1,50 Euro. 3-Gänge-Menü für 2 Personen 26 Euro. Monatliche Kosten für eine Gym-Mitgliedschaft 22 Euro. Expat Melissa meint, Fußballspiele, Opernshows, Kinos und unzählige Restaurants. Wenn man in Buenos Aires lebt, muss man sich keine Sorgen machen, dass es langweilig wird. Es gibt immer etwas zu tun. Nicht so toll. Laut Expat Arrivals kann Buenos Aires für jemanden, der Hektik nicht gewöhnt ist, manchmal laut, lebhaft und erschlagend sein. Die steuerliche Situation unter Umständen attraktiv. Ausländer zahlen in den ersten Jahren nach Ankunft keine Steuern auf Auslandseinkünfte. Es gibt auch ein digitales Nomadenvisum, wo man keine Steuern bezahlt. Nächste Stadt hier, Cebu, Philippinen. Cebu ist eine Inselprovinz der Philippinen und befindet sich im zentralen Teil des Landes. Die größte Stadt der Provinz ist Cebu City, welche auf der Insel Cebu liegt. Cebu City ist die zweitgrößte Stadt des Landes und war früher sogar die Hauptstadt der Philippinen. Bevölkerung 2,5 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmerwohnungen 500 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 620 Euro, monatliche Kosten für eine vierköpfige Familie 2200 Euro, Kosten für ein Cappuccino 2,50 Euro,
Kosten für ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen 22 Euro und Fitnessstudio 30 Euro im Monat. Ein Expat namens Neil meint, Cebu ist ausgezeichnet. Einkaufszentren, Banken, schöne Geschäfte, tolle Stadt. Nicht so toll? Das jüngste Wachstum in der Stadt hat den Verkehr und die Umweltverschmutzung stark verschlechtert. Und noch ein Wort zur steuerlichen Situation. Grundsätzlich natürlich sehr attraktiv in den Philippinen, Territorialprinzip. Es gibt keine Steuer auf ausländische Einkünfte. Wir kommen zu Chengdu in China. Chengdu ist dank der berühmten Chengdu-Forschungsbasis für die Zucht großer Pandas als Panda-Hauptstadt der Welt bekannt. Es ist auch für seine scharfe Sichuan-Küche bekannt. Bevölkerung 15 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für eine 2-Zimmer-Wohnung 250 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 540 Euro, eine 4-köpfige Familie 2000 Euro, Tasse Cappuccino 3,50 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 25 Euro, monatliche Kosten für das Gym 40 Euro. Expat Charlie meint, Chengdu hat einen einzigartigen Charme, der schwer zu beschreiben ist. Es ist gleichzeitig eine geschäftige Metropole und ein sehr freundlicher, entspannter Ort. Nicht so toll, Chengdu ist dafür bekannt, dass es viele bewölkte und regnerische Tage und weniger Tage mit Sonnenschein gibt und die Luftqualität schlecht ist. Steuerliche Situation in China unattraktiv. Nächste Stadt hier, Hanoi in Vietnam. Hanoi ist die Hauptstadt Vietnams und bekannt für ihr Streetfood, ihre Kunstszene, ihren Einfluss aus der französischen Kolonialzeit und die Altstadt, das historische Herz der Stadt mit engen Gassen und alten Tempeln. Es gibt auch einen städtischen See namens Ho Hoan Kiem. Bevölkerung 6 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnungen 350 Euro, Kosten für Einzelpersonen 500 Euro, 4-köpfige Familie 1700 Euro, Cappuccino 2 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 20 Euro, Fitnessstudio 25 Euro. Expat Get meint, der Ort ist faszinierend, die Leute sind sehr interessant und das Essen ist wunderbar und die gemeinsamen Veranstaltungen, die Festivals sind großartig. Der Ho Hoan Kiem ist atemberaubend und wenn das Verkehrsverbot gilt, ist die Luft sauber und es ist wunderbar, um den See und in dieser Gegend herumzulaufen. Nicht so toll, Umweltverschmutzung und Verkehr können für die Bewohner von Hanoi eine Herausforderung darstellen. Und auch die steuerliche Situation ist in Vietnam unattraktiv. Wir kommen zu Hamilton in Neuseeland. Hamilton ist eine Stadt im Norden der Nordinsel Neuseelands und liegt etwa 120 Kilometer südwestlich von Auckland. Hamilton ist nach Auckland, Wellington und Christchurch die 4. Stadt des Landes. Hamilton ist auch für seine farbenfrohe Straßenkunst bekannt. Bevölkerung 165.000, Monatsmiete 2-Zimmer-Wohnung, durchschnittlich 950 Euro, Kosten für Einzelpersonen 980 Euro, Kosten für 4-köpfige Familie 3.500 Euro, Kosten für ein Cappuccino 3,50 Euro, Kosten für 3-Gänge-Menü für 2 Personen 80 Euro, monatliche Kosten im Fitnessstudio 35 Euro. Expat Canberra meint, Hamilton unterstützt eine große ländliche bäuerliche Gemeinde. Die Menschen sind also immer noch ziemlich geerdet. Es gibt immer ein Hallo, selbst von Fremden. Ausgezeichneter Service und das Leitungswasser ist kostenlos. Keine Kosten für die Wasserversorgung. Nicht so toll, im Vergleich zu anderen Städten Neuseeland wie Auckland oder Wellington gibt es möglicherweise weniger Karriere- oder Businessmöglichkeiten. Steuerliche Situation in Neuseeland attraktiv, da in den ersten 4 Jahren Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Wir kommen als nächstes zu Heraklion in Griechenland. Heraklion ist die Hauptstadt der Insel Kreta und liegt in der Nähe von 2 wichtigen archäologischen Städten, dem Palast von Knossos und dem Palast von Phaistos. Bevölkerung 170.000, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnungen 460 Euro, monatliche Kosten für eine einzelne Person 900 Euro, monatliche Kosten für eine 4-köpfige Familie 3.000 Euro, Cappuccino 4 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 50 Euro, monatliche Kosten für Fitnessstudio 40 Euro. Expat Ageliki meint, ich habe das Wetter, das Essen, die Berge und die Strände genossen. Ich liebte Coffeeshops, in denen Raki mit verschiedenen Speisen auf kleinen Tellern serviert wird. Nicht so toll, manche Menschen sind möglicherweise nicht an das langsamere Tempo des Lebens gewöhnt. Steuerliche Situation. Nun, es gibt in Griechenland verschiedene steuerliche Sonderprogramme, zum Beispiel einen Sonderstatus, wo 50% des Gehaltes steuerfrei sind oder auch der freiberuflichen Einkünfte. Es gibt auch eine Pauschalbesteuerung und ein Rentnermodell mit 7% Steuern, sehr ähnlich wie in Italien. Als nächstes kommen wir zu Lima in Peru. Lima, die Hauptstadt Perus, gilt als kulinarische Metropole Südamerikas und ist für ihr historisches Stadtzentrum und ihr kulturelles Erbe bekannt. Bevölkerung 11 Millionen,
Monatsmiete in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 550 Euro, monatliche Kosten für eine einzelne Person 560 Euro, monatliche Kosten für eine vierköpfige Familie 2000 Euro, Cappuccino 3 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 35 Euro, monatliche Kosten für Fitnessstudio 35 Euro. Expat Thomas meint, Peru ist ein unglaublicher Ort zum Leben. Es gibt so viel Abwechslung in Bezug auf Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Surfen, zusammen mit wirklich fantastischem Essen. Lima selbst hat viele schöne Viertel und die Architektur ist außerdem sehr freundlich. Nicht so toll wie in vielen großen Städten natürlich. Verkehr ist ein Problem und Staus können die Fortbewegung in der Stadt sehr erschweren. Abschließend noch die steuerliche Situation in Peru ist leider unattraktiv. Und wir schwenken wieder nach Afrika, nämlich zu Marrakesch in Marokko. Marrakesch ist berühmt für seine farbenfrohen Souks, Märkte voller Lebensmittel, Schmuck, Teppiche und Kleidung, die die Straßen säumen. Bevölkerung 1 Million, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnung 350 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 500 Euro, vierköpfige Familie 1800 Euro, Cappuccino 1,60 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 40 Euro, Kosten für die Gym-Mitgliedschaft 20 Euro. Expat Michael meint, die Menschen sind unglaublich freundlich, andererseits ist alles ein bisschen provinziell. Nicht so toll, die Qualität der Gesundheitsversorgung kann unterschiedlich sein und die Beschäftigungsmöglichkeiten können begrenzt sein, also man ist auf ausländisches Einkommen angewiesen, keine Überraschung. Steuerliche Situation unattraktiv. Wir kommen zu Mexico City in Mexiko. Mexiko-Stadt ist eine der ältesten Städte Amerikas, erbaut auf den Ruinen einer alten aztekischen Stadt und ist für ihre reiche Kulturgeschichte bekannt. Bevölkerung 21 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnungen 930 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 740 Euro, vierköpfige Familie 2700 Euro, Cappuccino 3 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 50 Euro, Mitgliedschaft im Gym 55 Euro. Expat Kyla meint, der wahre Reichtum des Lebens hier ist, wie gemeinschaftlich es ist und wie einfach es ist, seinen Nachbarn zu kennen. Nicht so toll, in Mexiko-Stadt gibt es große Probleme mit der Umweltverschmutzung und auch Verkehr und Sicherheit können problematisch sein. Steuerliche Situation kann attraktiv sein, je nachdem, wenn du noch einen anderen Wohnsitz im Ausland hast und in Mexiko nicht arbeitest, dann lebst du möglicherweise komplett steuerfrei. Nächste Stadt, Nairobi in Kenia. Nairobi, die größte Stadt Kenia, spielt eine zentrale Rolle in Kunst, Handel und Finanzen in der ostafrikanischen Region. Die Stadt ist die Heimat des Sheldrake Wildlife Trust, eines bekannten Elefantenrettungsprogramms. Bevölkerung 7 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnungen 350 Euro, monatliche Kosten für Einzelpersonen 450 Euro, vierköpfige Familie 1600 Euro, Cappuccino 2 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 25 Euro, Fitnessstudio 40 Euro im Monat. Expat Rob meint, miete etwas im Westlands-Viertel. Es liegt in der Nähe von sehr guten Einkaufszentren und allen anderen Geschäften und Dienstleistern für die Dinge, die man im Westen gewohnt ist. Nicht so toll. Nairobi ist natürlich sehr dicht besiedelt, was zu einem erheblichen Verkehrschaos führt. Steuerliche Situation, Kenia kann attraktiv sein. Dort gibt es Territorialprinzip. Das heißt, wenn richtig gestaltet, dann keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Die nächste Stadt auf unserer Insel ist Phuket in Thailand. Phuket ist eine weltberühmte Insel, die für ihre Strände bekannt ist. Das beliebte Touristenziel lockt Besucher mit weißen Sandstränden, hochaufragenden Palmen, Resorts und einem pulsierenden Nachtleben. Bevölkerung 530.000, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmer-Wohnung 540 Euro, Kosten für Einzelpersonen 630 Euro, Kosten für vierköpfige Familie 2200 Euro, Cappuccino 2,50 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 30 Euro, dafür aber das Fitnessstudio dann gleich 60 Euro. Das sagt Expat Fiona über Phuket. Es ist entspannt, naturbelassen, auf einen aktiven Lebensstil hin ausgerichtet. Es gibt fantastisches Essen und natürlich ist auch hier die Freundlichkeit der thailändischen Kultur noch immer spürbar. Wenn du hier wohnst als Farang, werden deine Erfahrungen völlig anders sein, als wenn du nur einen kurzen Zwischenstopp einlegst. Nicht so toll, die Anpassung an das warme Klima des Landes kann für Expats eine Herausforderung sein. Eigentlich keine Überraschung. Steuerliche Situation attraktiv, Auslandseinkünfte sind steuerfrei, aber Vorsicht, seit 2024 können diese nicht mehr in Thailand verwendet
oder auf ein Tageskonto ausbezahlt werden, sondern müssen sonst dort versteuert werden. Nächste Stadt auf unserer Liste ist Plovdiv in Bulgarien. Als eine der ältesten Städte Europas verfügt Plovdiv über ein reiches kulturelles Erbe. Die Stadt beherbergt das antike römische Theater, eines der am besten erhaltenen Theater der Welt. Einwohnerzahl 320.000, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmerwohnungen 350 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 600 Euro, monatliche Kosten für 4-köpfige Familie 2.200 Euro, Cappuccino 2 Euro, Kosten für 3-Gänge-Menü für 2 Personen 35 Euro, Fitnessstudio 30 Euro im Monat. Expat Lisa meint zu Plovdiv. Plovdiv ist ein unglaublich schöner, historischer und hipster Ort zugleich, gepaart mit einer sehr aktiven Kunst- und Kulturszene. Man kann nichts falsch machen, wenn man dort ein paar Jahre verbringt. Nicht so toll. Da Bulgarien einer der günstigsten Orte in Europa zum Leben ist, sind Löhne und Einkommen im Vergleich zu anderen Teilen des Kontinents entsprechend niedrig. Also ganz klar, du brauchst Einkommen aus dem Ausland. Steuerliche Situation ist zum Teil attraktiv. Es gibt zum Beispiel einen Freelancer-Sonderstatus, wo du dann am Ende nur 7,5% Steuern auf deine Einkünfte bezahlst. Es geht wieder nach Südamerika, nämlich nach Quito in Ecuador. Quito, die Hauptstadt Ecuadors, ist eine der am besten erhaltenen Kolonialzentren Lateinamerikas. Das historische Zentrum mit seinen Kirchen, Plätzen und gut erhaltenen Gebäuden aus der Kolonialzeit gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bevölkerung 2,7 Millionen, durchschnittliche Monatsmiete für eine 2-Zimmerwohnung 400 Euro, monatliche Kosten für eine Einzelperson 550 Euro, monatliche Kosten für eine 4-köpfige Familie 2.000 Euro, Kosten für ein Cappuccino 2,70 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 40 Euro, monatliche Kosten für Fitnessstudio 45 Euro. Expat Joshua meint, zu den Vorteilen des Lebens in Quito gehören die wunderschöne Landschaft mit den Anden und dem Amazonas-Regenwald in der Nähe, sowie die lebendige Kultur und die freundlichen Menschen. Außerdem ist die Stadt relativ erschwinglich mit niedrigen Lebenshaltungskosten und einer großen Vielfalt an Wohnmöglichkeiten. Nicht so toll, auch hier, die Stadt ist einer erhöhten Luftverschmutzung und gelegentlichen Erdbeben ausgesetzt. Steuerliche Situation nicht attraktiv, allerdings mit einem digitalen Nomadenvisum kann es ganz attraktiv sein, weil dann zahlst du nämlich keine Steuern. So, noch 3 Städte haben wir. Jetzt kommt Rio de Janeiro in Brasilien. Rio de Janeiro lockt mit Festivals und seinem jährlichen Karneval mit extravaganten Paraden, Kostümen und lebhaften Straßenfesten viele Menschen an. Die Stadt ist auch für die riesige Christus-Erlöser-Statue bekannt, die als eines der neuen 7 Weltwunder gilt. Bevölkerung 12 Millionen. Durchschnittliche Monatsmiete für eine 2-Zimmerwohnung 500 Euro. Monatliche Kosten für eine Einzelperson 700 Euro. 4-köpfige Familie 2.400 Euro. Cappuccino 2 Euro. 3-Gänge-Menü für 2 Personen 40 Euro. Fitnessstudio 30 Euro im Monat. Expat Erik meint, Rio de Janeiro ist eine lebendige Stadt mit einer vielfältigen Kultur, wunderschönen Stränden und einer atemberaubenden Naturlandschaft. Als Expat, der in Rio lebt, erwartet dich eine lebhafte und freundliche Atmosphäre mit einer Mischung aus Einheimischen und anderen Expats. Nicht so toll in Rio de Janeiro ist die hohe Kriminalitätsrate und eine erhebliche Luftverschmutzung. Und die steuerliche Situation ist unattraktiv. So, wir kommen zu Split in Kroatien. Split liegt an der Ostküste der Adria und ist Kroatiens zweitgrößte Stadt. Es ist die Heimat des Palastes des römischen Kaisers Diokletian, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Split ist auch berühmt für die Riva-Promenade mit zahlreichen Restaurants, Bars und Cafés. Bevölkerung 160.000, durchschnittliche Monatsmiete für 2-Zimmerwohnungen 500 Euro, Kosten für Einzelpersonen 680 Euro, monatliche Kosten für 4-köpfige Familie 2.400 Euro, Cappuccino 2 Euro, 3-Gänge-Menü für 2 Personen 40 Euro, Kosten für eine Gym-Mitgliedschaft 30 Euro pro Monat. Expat Kathleen meint, Split hat eine großartige internationale Expat- und digitale Nomaden-Community. Daher ist es einfach, hier gesellschaftlichen Anschluss und Freunde zu finden. Nicht so toll, als Expat eine langfristige Unterkunft zu finden, ist schwer, weil die Lebenshaltungskosten während der Touristensaison stark steigen. Steuerliche Situation unattraktiv. So, last but not least kommen wir zu Valencia in Spanien. Valencia ist bekannt für seine unverwechselbare Küche und der Geburtsort der Paella, einem beliebten spanischen Reisgericht. Die Loña de la Seda der Stadt, eine historische Kathedrale, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bevölkerung 1,5 Millionen, durchschnittliche Miete für eine 2-Zimmerwohnung 1.100 Euro, monatliche Kosten für eine einzelne Person 700 Euro, 4-köpfige Familie 2.500 Euro, Cappuccino 1,80 Euro, Kosten für 3-Gänge-Menü für 2 Personen 45 Euro,
monatliche Kosten für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio 40 Euro. Expat Zach meint, Valencia ist eine sehr schöne Stadt, groß genug, um viel Kultur und Nachtleben zu bieten, aber nicht so groß und touristisch wie Madrid und Barcelona. Diese Kombination sorgt für eine wunderbare Lebensqualität zu einem viel günstigeren Preis. Nicht so toll, das Leben in Valencia im Sommer kann aufgrund der hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit eine Herausforderung sein. Steuerliche Situation ist möglicherweise attraktiv. Wenn du den Beckham Law Status nutzen kannst, dann kannst du dort 5 bis 6 Jahre praktisch steuerfrei leben, jedenfalls was ausländische Einkünfte betrifft. So, wir sind am Ende unserer Liste angelangt. Wie gesagt, viele der Städte, die wir hier vorgestellt haben, kenne ich persönlich nicht. Ich war noch nicht da. Bitte lass uns wissen, was du über diese Städte denkst. Hast du Erfahrung? Hast du dort gewohnt? Lebst du da gerade? Hinterlass uns einen Kommentar und teile mit allen, was deine persönliche Erfahrung zum Leben in diesen Städten ist. Wenn auch du darüber nachdenkst, ins Ausland umzuziehen und neben günstigen Lebenshaltungskosten vielleicht vor allen Dingen die steuerliche Situation für dich relevant ist, dass du nämlich wenige Steuern bezahlst und somit mehr Vermögen aufbauen kannst, würde ich mich freuen, dich in einem Beratungsgespräch kennenzulernen. Mein Team und ich machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, rechtssicher ins Ausland auszuwandern. Wir haben ein großes Netzwerk von Steuerberatern und Rechtsanwälten in allen möglichen Ländern und können ganz sicherlich auch dich bei deinem Vorhaben im Ausland begleiten. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.